Hallo, mein Name ist Chris. Ich bin einer der Entwickler von Droa Forsaken Kin, ein Open-World-Rollenspiel, inspiriert von klassischen Rollenspielen. Und wir haben uns entschieden, hier ein kleines Videoformat aufzumachen, wo wir Fragen von euch beantworten. Und heute habe ich einen besonderen Gast ausgesucht, der hier ist. Das ist der Kai. Hallo, wie geht's euch? Kai, du bist Programmierer und ich bin ja auch eigentlich im Herzen Programmierer oder wir haben es ja auch gelernt. Und die Frage geht so ein bisschen jetzt darum, wie wird man eigentlich Programmierer? Auch jetzt im Kontext von Spielentwicklung natürlich. Und deswegen ist meine Frage jetzt als erstes, die wir bekommen haben, warum hast du Programmierung studiert? Weil wir sind ja beide ausgebildete Informatiker und deswegen frage ich dich erstmal, warum hast du studiert? Per Zufall tatsächlich. Ich wusste nach der Schule nicht genau, was ich machen wollte und habe mich auf Medizinpsychologie beworben. Das hat so semi funktioniert. Ich habe das ja auch später eine Zusage bekommen, aber da habe ich schon angefangen, zu Magdeburg zu studieren. Bin dann irgendwann, weil ich initial keine Zusagen bekommen habe, nervös geworden. So, fuck, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und habe dann in Magdeburg Computervisualistik entdeckt und das hatte so in seiner Beschreibung Medizin und Psychologie drin und was mit Computer und künstlerischen Aspekten. Und ich habe auch gerne gezeichnet zu der Zeit. Ich dachte mir so, Computer mag ich, Medizin und Psychologie wollte ich studieren und irgendwie hat es so ein bisschen vom Text her, dachte ich so, das klingt ja cool. Ja, und habe dann angefangen, festgestellt, es ist echt viel Mathe und echt viel Programmierung. Kannte ich beides nicht. Ja. War auch im ersten Semester ein bisschen verzweifelt und habe dann aber zum zweiten Semester hin in meiner Freizeit mit Videospielprogrammierung angefangen, weil ich so dachte, man kann ja Videospiele programmieren. Und habe meine komplette Semesterferien nur da reingeballert, Java ein Spiel zu programmieren. Und danach war ich so geruckt, dass ich das Studium dann durchgezogen habe und dann im Master sogar noch Informatik studiert habe. Ja, ist schon jetzt zu hören, dass du von Java gehuckt warst, ne? Also zum Java, also nicht explizit, Java war in der Uni gelernt, ich war von Programmierung begeistert. So ist, glaube ich, besser. Ja, also so ist es bei mir gekommen. Ja, also ich fand es interessant, da kann ich ja gar nicht sagen, dass du Informatik studiert hast, ne? Im Master ja schon. Im Master? Das zählt ja am Ende. Am Ende kann man ja das Ding hingeben. Also kann man da ein bisschen Informatiker, ne? Für Informatiker. Ja, dann ist so die nächste Frage, das hast du gerade so ein bisschen erzählt, aber auch jetzt so jetzt nach dem Studium, dann hast du ja angefangen bei Just2D hier, haben wir gegründet, haben die Firma aufgebaut, haben das Spiel entwickelt. Jetzt ist so die Frage, du hast jetzt ja schon ordentlich Berufserfahrung, sage ich mal, gesammelt. Ich würde schon sagen, dass du ja auch ein Senior bist. In der Programmierung muss man ja auch sagen. Jetzt ist so meine Frage, es ist ja sehr viel Zeit vergangen. Ich glaube, seit du angefangen hast und wo du jetzt halt bist, sind fast 10 Jahre rum oder so. Und deswegen ist meine Frage, erfüllt dich denn Programmierung? Also ist es das, sag ich mal, wo du innerlich dich freust, das zu tun, wo du einfach das gerne tust, wo du merkst, man kommt in einem Flow, sagt man ja so schön. Tatsächlich ist schon 12 Jahre her. Ich habe gerade mal unten rechts auf die Jahreszahl geguckt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das schwankt und ich glaube, das ist aber auch normal, dass Sachen schwanken. Im Großen und Ganzen ja. Weil ich finde es einfach schön, ein System zu planen und am Ende zu sehen, das System funktioniert so, wie man es sich vorgenommen hat. Das Ding ist nur, manchmal in der Spielentwicklung schreibt man nicht nur ständig neue, coole Systeme, die krass ineinander gezahnt sind, sondern man programmiert auch kleine Behaviors und das kann man irgendwie so halb im Schlaf machen und irgendwie challenged einen das auch nicht. Ja, okay, dann hast du mal ein Skript und das öffnet mir eine GUI und das ist dann schon manchmal so, dass man so ein bisschen sich so denkt, das ist, glaube ich, so ähnlich wie, man ist Künstler und dann malt man irgendwie das Haus des Nikolaus, so in der Art. So fühlt sich das manchmal an. Und da ist man dann, bin ich schon manchmal so ein bisschen, nicht unterfordert ist das falsche Wort, aber nicht so gechallenged. Und dann sehne ich mich auch mal nach anderen To-Dos. Deswegen bin ich auch mal ganz froh, wenn ich in Sounds arbeite oder auch ein bisschen Game Design arbeite oder sowas. Wenn du in Sounds arbeitest. Immer mal wieder, ja. Okay. Es kommt immer auf den Kontext, was ich gerade im Code tue. Es gibt bestimmte Systeme, die sind geil. Dann gibt es Systeme, die sind echt schwierig und ich verzweifle fast daran. Das macht auch nicht so viel Spaß. Man muss so den Flow finden, was du meinst. Man darf nicht überfordert sein, nicht unterfordert sein. Ja, genau. Kann ich voll nachvollziehen, kann ich genauso unterschreiben. Deswegen, man sagt ja auch, so eine Scrollbar in Unity einzubauen, ist super easy, da hat man gar keine Probleme mehr. So als erfahrener Senior-Programmierer, der mit Unity Man muss ja auch sagen, das ist ja quasi Content. Ich programmiere ja nichts dafür, ich muss nur Unity-Sachen zueinander stöpseln. By the way, absolutes Mysterium, seit 8 Jahren, 9 Jahren programmiere ich mit Unity Scrollbars, frag mich nicht, keine Ahnung. Einmal hat es funktioniert, Copy-Paste und dann in die Hoffnung, wie geht das eigentlich, ne? Ja, okay, das ist aber GUI. GUI ist wirklich nochmal was anderes. Da können vor allem in Unity. Da können wir nochmal ein eigenes Video drüber machen über GUI, ne? Aber ja, geht mir im Endeffekt auch so. Also bei mir ist es halt auch zum Beispiel ganz oft so, wenn ich Visual Studio öffne, dann fühle ich mich dort zu Hause. Also es klingt total doof, aber irgendwie, ich fühle mich da voll, es ist, schön, also einfach fühlt sich einfach so zu Hause an. Mhm. Das hatte ich damals aber schon, als ich angefangen habe zu programmieren, wo ich das erste Mal so meinen Code sehe, was ich tue. Und irgendwie fühlt sich das für mich nach zu Hause an. Das klingt total doof. Hast du aber nicht so, ne? So nicht, aber ich habe das Gefühl, wenn ich einen anderen Editor öffne und in ihm arbeite, ich kann nicht programmieren, ich weiß nicht, wie Programmierung funktioniert, Tasten sind irgendwie anders und die Shortcuts. Und da fühle ich mich sehr nicht zu Hause. Deswegen im Umkehrschluss fühle ich mich, glaube ich, schon zu Hause im Visual Studio auch. Ja, und jetzt so, du bist jetzt ja Programmierer, du hast jetzt wirklich Erfahrung, oder wir beide haben ja auch Erfahrung so in Programmierung.
Jetzt ist so die Frage, was denkst du, ist das Wichtigste, was ein Programmierer oder eine Programmiererin haben sollte oder besitzen sollte als Fähigkeit, sage ich mal so ein bisschen? Nee, ganz ehrlich, ich bin Geduld. Das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, mit genug Zeit und Geduld kann man eigentlich alles programmieren, auch wenn man sich so ein bisschen auf YouTube oder was weiß ich, Tutorials oder Sachen anguckt. Da muss man es aber auch testen und dann funktioniert es nicht und dann musst du nochmal iterieren und nochmal programmieren. Also ich glaube, eigentlich ist das Wichtigste Geduld. Natürlich muss man initial auch ein bisschen wissen, wie Programmierung funktioniert. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Leute das schon können, wenn sie vielleicht in Programmierrichtung gehen. Aber die wichtigste Fähigkeit ist für mich, glaube ich, Geduld / Frustrationsresistenz. So die beiden irgendwie so ein bisschen. Ich würde so ergänzen, würde ich auch mitgehen, aber auch so ein bisschen Ehrgeiz halt auch oder so Offenheit auch so ein bisschen. Auch ist ja auch mit Geduld alles so ein bisschen mit drin, aber gerade alles entwickelt sich weiter, es gibt neue Patches, es passiert da wieder was und irgendwie, das ist auch das Tolle ja am Informatiker oder dass ich Informatiker bin, dass man mit der Zeit auch ein bisschen geht, dass man guckt, wie funktioniert das denn, wie entwickelt sich das denn weiter und da muss man sich immer wieder neu reinlesen und auch reinlesen allgemein. So, das ist ja auch etwas, wo du sagst jetzt Geduld, aber ich habe das Gefühl, Geduld brauchst du, nachdem du schon deine erste Hürde hast und das ist so diese Herausforderung so. Also wenn ich mir zum Beispiel denke, ich muss eine neue API irgendwas machen und ich muss mir erstmal alles durchlesen und denke, ich habe null Bock drauf. Oder oh Gott, da verstehe ich gar nichts, was du gerade auch so meinst. Und dass man so diesen Ehrgeiz hat, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt dahin, ich gucke mir das an und auch Interesse haben daran. Also dass man nicht sagt, ich muss das jetzt machen, sondern, ich habe da Bock drauf. Für mich ist so, ich glaube, du bist so ein Zwischending, ich auch. Johannes ist zum Beispiel bei uns im Team so einer, der ging auf, als er das Porting machen müsste für die Switch, weil er so viel Bock drauf hat auf diese Herausforderung. Und ich weiß, dass du selber gesagt hast, so, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So. Und Johannes war ja Feuer und Flamme so dafür. So, ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, was man auch haben muss, so Bock einfach drauf zu haben. Ne? Das hast du einfach gesagt immer so, wenn man Bock hat. Ne? Wir haben jetzt ja Droba mit Unity entwickelt. Das ist die Frage, warum haben wir Unity gewählt? Weil es gibt ja ganz viele Sachen. Wir beide haben ja auch angefangen mit SFML, Monogame, so in diese Richtung. Das ist ein Framework, keine Engine, muss man sich so vorstellen. Das ist viel, viel kleiner. Und wir haben uns ja mit der Engine Unity jetzt entschieden. Warum haben wir das denn gemacht? Also ich glaube, ganz fairerweise muss man einfach sagen, weil es so ein bisschen einfach, was du gerade meinst, SFML, XNA, Monogame, war alles so C#. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, im Großen und Ganzen einfach die Engine genommen in der Sprache, die wir schon können, was C# zu dem Zeitpunkt war. Und es gab keine Alternativen, was Game Engines angeht, die C# hatten. Mittlerweile gibt es ja auch. Ist das Game Maker? Ja, ich glaube Game Maker. Genau, ich glaube, das war mittlerweile auch C#. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, eigentlich der Grund, wenn man ganz ehrlich ist. Klar kann man sagen, das ist voll einsteigerfreundlich, aber ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, wir hatten C#-Erfahrung. Ja, achso, ich glaube, so einsteigerfreundlich, das war auch gar nicht so ein Punkt für uns, ne? Weil das meinst du Geduld. Hast du Geduld? Ja. Liegt dir die Welt zu Füßen? Jetzt so nochmal auf Droba so gemappt. Das hatten wir ganz oft auch die Frage bekommen. Aus Sicht eines Programmierers war Droba immer einfach. Also wir hatten ja schon jetzt einmal angesprochen im Video davor, dass wir jetzt über die Open World gesprochen haben, wo natürlich Probleme waren. Aber jetzt mal so rein als Programmierer, was waren so deine Challenges? Nicht so Open World, sondern womit musst du dich oft auseinandersetzen, was dir so Probleme gemacht hat? Auf jeden Fall einige Features, die immer wieder Probleme verursacht haben. Oh ja. Wie zum Beispiel die Neblinger. Ja. Das sind so Kreaturen bei uns, die nur bei bestimmtem Wetter auftreten, in nur einem bestimmten Gebiet. Wenn der Spieler in diesem Gebiet für eine gewisse Zeit ist und dann tickt eine Chance runter, dann spawnt der Nebel rein, dann kommen die Kreaturen. Bis dahin sind sie unsichtbar. Und dieses ganze Zusammengemisch aus diesen ganzen Bedingungen, die ich gerade beschrieben habe, auch was passiert, wenn der Spieler wieder rausläuft, das hat dazu geführt, dass es sehr viele, sehr weirde Bugs mit diesen Neblingen gab. Und das hat mich sehr irgendwann so, nicht schon wieder diese Viecher. Also Edge Cases quasi so. Genau, also man kann sich vorstellen, wir hatten ein schönes Grundsystem, so funktioniert ein Gegner, so campt er. Und der Nebling ist dort sehr herausgestochen, weil er nicht in dieses Grundsystem gut reingepasst hat. Ähnliches mit unserem Wurmgegner. Der kann abtauchen, ist dann auch unsichtbar, taucht wieder auf, ist sichtbar. Dann besteht er so aus 2 Collidern, alle anderen Gegner haben immer nur einen. Alles, was so ein bisschen so aus dem Rahmen eines Systems rausfällt, war immer sehr buganfällig bei uns, weil unser Grundsystem nicht flexibel genug war, um diese Cases gut abzudecken. Ja, also Ja. ich kann ganz einfach bei mir beantworten, das war die Editor-Laufzeit. Also irgendwas zu kompilieren und so weiter. Ich hatte einfach, ohne Scherz, ich glaube 30% meiner Lebenszeit, die ich am Projekt gearbeitet habe, weil ich auf Unity gewartet. Das Wichtige, hab Geduld als Programmierer. Ja, so sieht's aus, Freunde, weil nicht nur deine eigenen Kompetenzen ist das Problem, manchmal auch die Limitierung oder die Engines halt, die du hast, weil natürlich Unity hat uns viel abgenommen, aber wir mussten halt dafür auch was zahlen, sage ich mal so ganz doof gesagt. Ne? Noch eine Frage habe ich ja nicht und das ist auch, was oft gestellt worden ist. Was ist denn dein typischer Alltag als Programmierer hier bei Just2D? Mein Wecker klingelt, ich stehe auf, ich mache mir mein Essen, momentan immer so ein bisschen Salat und so einen kleinen Shake, was auch immer, fahre dann rüber ins Büro und dann fange ich an, Features zu programmieren so ein bisschen. Oh, das ist doch schön.
bis irgendwas anderes ansteht, entweder Meetings oder unser Daily oder sowas. Oder wenn noch was reinkommt, irgendwas muss noch schnell gemacht werden und so. Aber so im Großen und Ganzen, ja. Ja, ich glaube, wir sind relativ frei. Auch ich glaube, wir können ja nicht sagen, wir haben so einen typischen Alltag. Ja, jeder Also, Tag ist ja. doch schon sehr anders. Ja, das ist auch das, was wir auch wollen eigentlich, ne? So die Abwechslung auch oder selber bestimmen können halt auch, ne? Okay, natürlich wieder die Chris-Frage am Ende. Du kennst sie ja. Das ist sogar eine relativ provokante Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Angst. Denn da spalten sich die Gemüter oder wie man es nennt. Unity oder Unreal, warum? Ja, das war jetzt ja gar nicht so schwer, dadurch, dass wir schon bei Unity sind. Ich mag einfach C# sehr gerne, was wir vorhin auch schon mal hatten. Ich finde Unity, dadurch, dass ich jetzt so viele Jahre schon mitgearbeitet habe, einfach eine schöne Engine. Unreal ist für mich, ist auch cool und kann man schon auch schöne Spiele mitmachen. Ich persönlich mag den C++-Anteil einfach nicht sehr gerne, weil ich mag C++ nicht so gerne wie C# einfach. C++ ist scheiße. Müssen wir uns treu bleiben. Genau, und deswegen für mich persönlich ist es Unity. Jetzt kommt. Aber ich habe in Unreal auch mal ein bisschen was gemacht und ich fand den Shader-Graph da tatsächlich sehr, 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 sehr schön. Und genau, ich habe aber nicht so viel Erfahrung mit Unreal. Du warst ja zuständig bei uns bei Shader, da haben wir noch ein eigenes Video. Das wollen wir machen, über die Shader so ein bisschen reden, wie man da sowas macht. Deswegen danke dir, also war cool. Wenn euch das gefallen hat, schreibt in den Kommentaren, was habt ihr für Fragen über Spielentwicklung, über Drover allgemein. Würde uns sehr freuen. Und damit sind wir raus. Euer Chris und Kai, macht gut. Sometimes an outsider is needed to remember the Forsaken King.